Da ist er. Ja, ein 640er Volkswagen. Wir stehen in Wittlich als Reimport mit einem Hammerpreis. Wir werden uns gleich mal mit Marco drüber unterhalten. Und ja, Reimport bedeutet, sie werden reimportiert und der Kunde kann sich die komplett aussuchen, wie er möchte. Und über einen kleinen Umweg kommen sie dann nochmal nach Deutschland und man kann jede Menge sparen. Das hat mir zumindest der Marco gesagt. Er fährt jetzt mal hin und her. Das Schöne ist, ich kann ihn dabei filmen. Und das ganze Fahrzeug mal zeigen. Hallo Marco. Hallo. Ist mir eigentlich egal, wo du ihn hinstellst. Wir müssen nur gleich mal anfangen zu filmen. Ich habe schon mal anmoderiert. Das hier ist ein Reimport, oder? Genau, das ist ein Reimport aus dem Großherzogtum. Luxemburg. Genau, richtig. Ja, ziemlich cool. Ist ja weit weg, Luxemburg hier, oder? Genau, kann man fast hinlaufen, ja. Fast hinlaufen. Das sind ungefähr, ich glaube, im Auto eine halbe Stunde bist du da. Genau, richtig, ja. Super. Es fängt gleich an zu regnen. Ja. Ist mir egal. Du kannst auch rückwärts reinfahren, denn dann zeige ich ihm mal. Der ist knatschneu. Da ist er. Boah, ist das schön. Gut, der ist auch groß. Grand California, da vorne steht er. Hi, ich fange dich direkt mal ab. Du hast einen Schlüssel noch in der Hand. Dann können wir mal direkt hier mit dem beginnen. Reimport bedeutet, das sind Fahrzeuge, die ja bei Volkswagen gebaut wurden, oder? Genau, richtig. Die werden alle im selben Werk gebaut und gehen dann halt in dem Fall bei uns den Umweg Luxemburg. Den Umweg Luxemburg. Der Vorteil ist, man kann jede Menge sparen. Darf man darüber reden, was man sparen kann? Ich sag mal so, VW hat natürlich dementsprechend auch sehr gut verkauft und dann kann man nicht mehr ganz so viele exportieren, aber nichtsdestotrotz ist es in Europa, denke ich, legitim, Fahrzeuge auch zu importieren. Ich meine über die entsprechenden Konditionen. Du hast mir eben ein bisschen was erzählt, darüber kann man nicht reden. Ja, ich sag mal so, wir haben hier natürlich einen Preisvorteil von, ich sag mal einfach mal 15%. Ja. Und wir sind da auch die Reisemobilprofis und da sind die Kunden halt eben, die möchten das Fahrzeug richtig erklärt haben. Das kann der VW-Händler Stand jetzt noch nicht so richtig bieten. Oft nicht. Vielleicht können wir es so machen. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der darauf spezialisiert hat. Aber viele, das hier ist ja ein Nutzfahrzeug bei Volkswagen, muss man sagen. Und die Reimporte, ich sag mal, die ihr bekommt, die haben volle Werksgarantie von Volkswagen. Die hatten keinen Vorbesitzer oder hatten die einen? Genau, richtig. Die hatten keinen Vorbesitzer, die haben volle Werksgarantie. Aber nochmal, um eben auf eben zurückzukommen, VW bessert da auch nach. Die wollen California-Kompetenzzentren machen. Ich glaube, da befinden die sich dann auch auf dem richtigen Weg. Ja, das ist eingeschlagen wie eine Bombe, das Fahrzeug. Basis ist der Crafter. Genau, Basis ist der Crafter. Jetzt, wenn man ihn mit seinen, sage ich mal, Konkurrenten vergleicht, auch preislich wirklich attraktiv und halt eben eins der wenigen Fahrzeuge mit Allradantrieb auch erhältlich. Ja, ich habe schon Leute gesehen, die haben da eine MAN-Schürze drauf gemacht, denn der kleine Bruder oder ich sag mal die Zwillingsschwester gibt es auch von MAN, aber nicht als California XXL. Die Farbe ist schön, gut gewählt, oder? Ja, auf jeden Fall, dem tut ein bisschen Farbe auf jeden Fall gut, ganz in weiß. Ja, fehlt ein bisschen der Kontrast, vor allen Dingen, weil er innen halt eben auch, sehen wir gleich. Ja. Du hast gesagt Krankenhaus. Mir gefällt es extrem gut. Das ist aber eine reine Geschmacksfrage, oder? Ja, ich sag mal so, das sagen viele, ne, sagen so Zahnarztpraxis ähnlich, sage ich jetzt mal. Hier fährt die Stufe auch automatisch aus, wenn man die Tür schon aufmacht. Ich sag mal so, es ist modern, es ist wertig, wie von Volkswagen gewohnt. Und ja, die Geschmäcker sind verschieden. Der Preis, wie er steht ungefähr, weißt du es? Kann ich in dem Fall nicht sagen. Aber halt mindestens 15% billiger. Und der Kunde hatte das Glück, das Fahrzeug ist ein bisschen später gekommen, aber jetzt hat er den Vorteil der Mehrwertsteuersenkung. 16%, was ja als Privatkunde einiges ausmacht. Ja, der ist riesig. Wir haben schon einige Videos darüber gemacht, denn ich sag mal, der bietet nämlich Längsbetten hinten. Das ist das, was viele Menschen haben möchten. Und hier vorne liegen schon die Matratzen zu. Hier sieht man auch, hier vorne hat man ein Spannsystem. Das heißt, ich kann ihn als richtigen Transporter auch verwenden, wenn ich zum Beispiel lange Dinge einfach durchladen möchte. Hier vorne die Trennwand kann man abnehmen. Der hat eine richtig große Toilette. Das muss man auch dazu sagen. Du kennst das Fahrzeug schon?
Ja, ich war jetzt in dem Fahrzeug auch noch nicht drin. Wir haben die auch nicht als Lagerfahrzeuge da, aber ich kenne auch von der Messe und von einigen Kunden, die wir hier schon beliefert haben. Ich habe schon gefilmt, deswegen frage ich. Also, wenn ich dich jetzt vorführen möchte, könnte ich jetzt ein paar Sachen, mach mal das, mach mal das. Wenn du mal gerade das Polster hinten drauf legst, sei mal so lieb, da können wir mal durchgehen und mal hinten mal runterklappst. Da vorne. Ja, da machen wir das zuerst. Ich gehe mal kurz raus. Der ist knatschneu, der ist jetzt quasi, der riecht auch neu, der ist praktisch fabrikneu. Genau, richtig, der wurde auch jetzt vor einer Woche angeliefert. Der ist auf Kundenwunsch gebaut worden? Genau, der ist auf Kundenwunsch gebaut worden. Der bekommt jetzt noch Lithium-Ionen-Batterien und noch einen Wandler. Also er kriegt Lithium-Ionen und Wandler. Fahrräder hier hinten laden können. Okay. Und halt eben auch ausreichend lang autark stehen. Und da ist einfach, da geht kein Weg an Lithium vorbei. So, das heißt, der macht den Service später bei jedem Volkswagen-Nutzfahrzeugpartner. Egal wo in Europa kann er den machen, kriegt ein Serviceheft dazu. Also so, als hätte ich ihn in Deutschland gekauft. Das, also richtig? Genau, richtig. Also man kann europaweit in jede Werkstatt. Hier ist ja so, mittlerweile ist ja alles eigentlich online, die Historie von den Fahrzeugen, auch die Serviceaktivitäten werden da eingetragen. Achso, da gibt es kein Heft mehr mit Stempel und so. Im Prinzip nicht, ne. Ja, so ist es. So, wir gucken jetzt mal hinten rein, denn das Spannende ist bei dem Fahrzeug, es ist 6,40 Meter lang, noch eine handliche Größe und den gleichen gibt es auch noch mit 6 Meter Länge. Und dann habe ich hier einmal Fenster, ich zeige mal gerade, wie schön das ist, die aber so gut integriert sind, dass ich von außen, warte mal kurz, dass ich von außen gar nicht sehe, so auf ersten Blick, dass da Fenster drin sind. Wenn ich hier noch zumache, dann ist erstmal Schicht im Schacht. Genau, sind auch wieder die Rahmenfenster, die halt eben dann auch noch mal besser gedämmt sind und ein bisschen weniger Geräusche innen dienen. Na, wo haben wir den Hebel? Hier. Die Qualität ist hier, die Airline-Schienen, das ist schon Hammer, oder? Was Volkswagen bietet. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, das ist nicht zu verkennen, dass das bei Volkswagen gebaut wurde. Ja. Auch hier die üblichen Kali Details. Sitze wieder drin, ja. Die sind hinten direkt drin, das heißt, also ich muss nicht groß suchen, ich finde sie direkt, da ist der Tisch einmal drin und die Sitze, die holen wir jetzt nicht raus, Auto ist ja schon verkauft, nur mal zeigen. So, und dann habe ich natürlich Stauraum en masse, muss man sagen. Also gerade hier die, sag mal, Details wie der Tisch, der jetzt hier vorne dabei ist, das ist der Innentisch, der auch variabel verstellbar ist. Hier vorne habe ich dann eine Außensteckdose für Gas, nehme ich an. Da ist sie. Hier ist die Außendusche. Außendusche, Genau. Okay. Hier ist auch an der Seite halt eben die Brause drin. Da ist die Brause. Genau, hier ist die Brause. Die steckt man da ein, macht hier den Schalter für die Wasserpumpe an. Jetzt lag ich mal daneben. Ich hätte Ja. schwören können, es wäre das Gas, aber das liegt auch daran, dass diese Klappe, die sieht so aus wie die vom Gas an meiner Seite. Aber es ist die Außendusche, das heißt, ich kann außen duschen. Das ist die Dusche, die mit drin ist. Genau, die Klappen sehen aber auch identisch aus. Es gibt ja Klappen, wo dann noch zusätzlich auch noch Gas drin ist. Also die sehen immer gleich aus. So, hier sind die Fahrzeugösen sind hier mit drin. Ich habe hier unten habe ich dann nochmal 230 Volt. Ja, sieht aus wie ein deutsches Modell. Ich finde jetzt so direkt keinen Unterschied. Nee, da gibt es auch tatsächlich keinen Unterschied. Es gibt manche Länder, wo halt irgendwelche also Serienausstattungsdetails anders sind. Aber in dem Fall hier ist das komplett identisch. Gut, wenn du mal so lieb bist, hier mal aufmachst, hinten, Ja. so ein Fach. Das ist wie zu Hause, die Qualität, oder? Von den Möbeleinbauten. Das heißt, hier unten habe ich überall Schienen drin. Allein die Airliner-Schienen, die machen schon Spaß hier unten. Da kann ich also Sachen verzurren, da kann ich Netze reinmachen, professionell. Das kennt man aus dem Bereich Cargo, ja, die Airliner-Schienen. Hier vorne habe ich Gas an der Seite, oder Genau, was ist da? Genau, hier ist Gas. Können wir auch mal gerade aufmachen. Ne, das, oder? Doch, das müsste funktionieren. Auch mit Bett, weil das ist so ein Teil, das muss man rausnehmen. Ja. Aber genau, es ist das Originalzubehör drin, ist sogar schon auch die automatische Gasflaschenumschaltung verbaut. Ja. Die darf ich während der Fahrt dann auch betreiben? Genau, richtig. Okay, das heißt, hier ist zweimal 11 Kilo drin. Cool ist das Bedienfeld, das können wir uns gleich mal angucken. Das heißt, also hier kann ich durchreichen, in der Mitte, das kann ich rausnehmen. Dahinter habe ich noch ein Fach und wir gehen am besten mal rein, dann zeigen wir mal ein bisschen. Mach mal zu bitte. Da oben ist übrigens die Kurbel drin für die Markise. Grand California, der Wiederverkaufswert kann man noch nicht sagen, aber gibt es ja noch nicht so lange. Wie ist die Nachfrage? Kommen Leute schon mal rein, wollen den haben? Gut, ich nehme an, viele, die wissen nicht, dass ihr ihn habt, oder? Ja genau, wir bieten ihn eigentlich nur an als Bestellfahrzeug.
Aber wie gesagt, die Kunden, wenn man sich ein bisschen mit dem Fahrzeug auskennt, dann sind die froh, dass sie jemanden gefunden haben, der ihnen da zur Seite steht, sage ich mal. Weil die Liste ist wie immer lang bei VW. Und, Die Zubehörliste auch, oder? Genau, und da kann man auch tatsächlich wirklich, sage ich mal, Sachen vergessen, die man nachher nur schwer nachrüsten kann. So, da vorne kann man dran ziehen. Zieh mal dran, hier an dem Fach. Nee, da. Ach so, ja. Cool, da habe ich ein kleines Fach mit drin, da kann ich was hinstellen. Und dann habe ich hier ganz kleines Detail. Ich kann den Kühlschrank von außen bedienen. Genau, kann man hier aufmachen. Und der ist riesig. Das heißt, hier kann ich dann Flaschen und so weiter reinstellen. Hier habe ich ein kleines Gefrierfach mit drin, einen Kompressorkühlschrank. Hier habe ich direkt die Schalter mit drin, habe ein riesen Bedienpanel. Genau, wir gehen mal kurz rein. Ich zeige mal so Details. Hier vorne kann ich was rausziehen. Zeig mal bitte. Genau, ja, hier kann man auch nochmal ein Fach rausziehen. So eine kleine Verlängerung. Hier ist das Fliegengitter ist bei dem hier zweigeteilt. Das geht aber nicht hier mit der Klappe. Das müssen wir reinmachen. Schließt auch ordentlich und ist cool gemacht. So, jetzt habe ich hier vorne das zentrale Bedienfeld. Ist da schon Saft drauf auf dem? Das ist eine gute Frage. Wir testen das jetzt einfach mal. Aufbaubatterie noch nicht dran, oder? Das sieht nicht so aus, ja. Der hat Solar, weißt du das zufällig? Genau, der hier hat Solar, ja. So, das heißt, die Werkstatt ist jetzt gefragt, der macht jetzt Lithium rein, bedeutet Aufbaubatterie raus, die Kennkurve wird verändert vom Ladegerät oder oder kommt ein neues Ladegerät rein wahrscheinlich? Jetzt in dem Fall hier tauschen wir tatsächlich nur 1:1 die Batterie. Die Lithium-Ionen-Batterien sind aber mit BMS ausgestattet, das heißt, denen macht das eigentlich nichts. Auch die neuen, die haben im Prinzip so ein Managementsystem oder wie nennt man das? Genau, richtig, ja. Aber hier bei dem Fahrzeug muss man noch prüfen, da sag ich mal, haben wir noch nicht so viele Umbauten gemacht. Sofern man die Kennlinie umschalten kann, weil hier sind auch Victron und Votronic-Geräte drin verbaut. Also gute Sachen. Genau, sind gute Sachen drin verbaut, wenn man das umstellen kann. Von der Solar kann man es auf jeden Fall umstellen, dass die schon mal mit der richtigen Kennlinie lädt. Aber wenn die Lithium-Ionen-Batterie jetzt während der Fahrt mit einer anderen Kennlinie lädt, ist jetzt auch nicht so schlimm. Gut, das kriegen wir raus. Das heißt, also, es gibt immer neue Batteriehersteller. Ihr habt wen im Programm bei euch, bei den Lithium? Wir nehmen Liontron. Aus dem Grund, weil sie 5 Jahre Garantie bieten und man die Batterien auch jederzeit nochmal instand setzen kann. Das heißt, man kann einfach man kann neue Zellen reinlöten. Das geht, das ist vorgesehen. Das geht, genau. Die kann man auseinanderbauen und neue Zellen reinlöten. Und so hat man, sage ich mal, 10 Jahre auf jeden Fall Spaß damit. Und man kennt das ja als Reisemobilist, wenn man die AGM-Batterie über den Winter mal 2-mal tiefenentladen hat, dann macht man spätestens alle 3 Jahre eine neue rein. Und das ist schon gerade passiert im VW-Bus. Du hast einen Liontron hier? Ja, wir haben tatsächlich jeden Typ davon lagernd, weil bei Batterie ist halt einfach so, wenn sie kaputt ist, dann braucht der Kunde sofort Ersatz. Ja. So, machen wir einen Schrank auf hier bitte. Kurz mal reingucken. Im Reimport. So, hier vorne habe ich eine Kante drin. Leute fragen sich immer, fällt das nicht gleich alles raus? Nein, tut's nicht, weil hier ist eine Kante drin. Das Design ist natürlich voll aus Function, denn wenn ich hier vorbeigehe, dann will ich mir nicht in den Kopf stoßen. Deswegen ist es unten ein bisschen abgeflacht. Und so habe ich durchgehend komplett überall USB-Ladegeräte mit drin. Das Coole ist, klappert nichts. Also bei VW ist eine krasse Verarbeitung, oder? Das ist schon ja, so. Auf jeden Fall. Also auch das Design der Schränke, das ist ja wirklich sehr gelungen. Und dann raumhoher Schrank hier im Prinzip nochmal. Mach mal bitte auf. Ja. Das haben halt tatsächlich die wenigsten Fahrzeuge. Und Ja, kann man nämlich halt auch Sachen reinhängen. Ja. Das heißt, hier ist wahrscheinlich noch keine Stange drin. Hier könnte man jetzt eine reinmachen, jeweils. Wahrscheinlich ist sie sogar dabei, nachdem wie wir das machen möchte. Aber das kann jeder so machen, wie er will. Das Spannende hier, ist es hier Froli, dieses tolle Froli-System, oder ist es so ähnlich? Das kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen, ob das Folie ist. Egal, man liegt auf jeden Fall gut drauf, so ein Tellersystem. Auf jeden Fall. Cool. Ja, Highlight, glaube ich, die Nasszelle. Machen wir hier auf, denn die ist wirklich groß. Gut, jetzt kann ich verstehen, Zahnarzt ist alles weiß, aber mir gefällt es, wenn ich ehrlich bin. Ja, wie gesagt, die Geschmäcker sind verschieden und hell ist eigentlich immer freundlicher wie dunkel, wenn man auch mal bei schlechtem Wetter im Fahrzeug sitzt. Und ich sage mal, im Großen und Ganzen ist das auf jeden Fall gelungen.
Ja, man kann nicht so viel falsch machen. Also wenn ich grau nehme mit weiß, das ist unglaublich zeitlos. Und wenn die Leute vielleicht mal in 10, 20 Jahren gucken, da ist braun vielleicht nicht mehr so in. Bei dem weißen kann mir es nicht passieren. Das Fahrzeug selber, die Zugmaschine, da ist der gute alte 2 Liter drin? Oder der TDI 150? Oder was ist hier? Was ist? Das weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht so. Aber da gibt es nur einen einzigen, ich meine 165 PS, sowas in der Richtung. Ich habe dich gerade abgefangen, muss ich fairerweise sagen. Du wolltest das Auto eigentlich einparken und hast mir erzählt, ob ich nicht so ein VW haben möchte, ihr hättet Reimporte. Und da habe ich gesagt, komm, das mache ich mal. Du hast eigentlich jetzt tagtäglich von dem Auto nicht so viel Ahnung, oder? Das heißt, der ist auf Kundenwunsch bestellt worden? Genau, richtig. Und da ist auch tatsächlich eine andere Kollegin eigentlich für zuständig. Die hat sich da mittlerweile so reingefuchst in das Fahrzeug. Da gebe ich jede Anfrage dankend an die Kollegin ab von dem Fahrzeug. Ja. Du weißt wahrscheinlich besser wie ich, welcher Motor drin ist. Keine Ahnung, ich schätze mal, ein 2 Liter TDI, 4 Zylinder mit 150 PS. Das sind so. Ja, ein bisschen mehr hat er. Bisschen mehr hat er. Ja. Egal, wir gucken nach. Genau, dann das können wir ja noch nachliefern. Entweder mit Allrad. Allrad geht auch. Genau, dann muss er aber aufgelastet sein. Preis von dem, wo fangen die an ungefähr? 60, 70? Ich sag mal zwischen 60 und 70, je nach Ausstattung bekommt man da schon was. Sehr cool. So, wir gehen mal raus, denn eigentlich wollten wir nicht das Fahrzeug zeigen. Wir wollten eigentlich mal zeigen, dass man bei einem Reimport tatsächlich 4 Räder kriegt, ein Lenkrad und die auch nichts irgendwie rausgebaut haben oder so, weil sie einen ärgern möchten, sondern es ist im Regelfall das nahezu gleiche Fahrzeug. Vielleicht wollen wir uns da nicht zu sehr aufs Eis legen, aber im Grunde genommen, man kann sie konfigurieren über die Seite von Volkswagen, oder? Genau, natürlich. Man kann die über die Seite von Volkswagen konfigurieren. Wir haben aber auch einen eigenen Konfigurator, da sind die auch alle online. Super. Das heißt, die Wartezeit bei dem, wie war die ungefähr? Ich sag mal, am Anfang haben die noch ein bisschen länger gebraucht. Jetzt ist natürlich wieder die Situation, dass das Bestellvolumen bei VW natürlich auch dementsprechend hoch ist. Aber ich würde mal sagen, ein halbes Jahr geht ganz gut hin. Halbes Jahr? Ja. Okay, ja. Also wenn ich jetzt bestelle, kriege ich es Anfang nächsten Jahres, was ja gar nicht schlecht ist, dann habe ich einen 2021er im Brief stehen. Das ist immer noch besser für einen Wiederverkauf. Wenn ich was falsch gemacht habe bei so einem Auto, habe mich verkauft und will den nochmal verkaufen. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist das kein Thema mehr. Du kriegst solche Autos problemlos weg. Ja, da stehen auch halt wirklich weniger auf Lager von den Autos, weil sie halt eben auch die Varianz haben und man sie sich individuell anpassen kann. Und da ist auch der VW-Händler, sage ich mal, etwas zaghaft. Der stellt sich mal einen hin, aber das ist nicht die Masse, die irgendwo rumsteht von den Fahrzeugen. Da ist es. Also, ich verweise auf die ganz vielen Videos, die wir schon gedreht haben vom Grand California, der da ist. Und ja, hier steht er als Reimport mit einem Spitzenpreis. Ich kann nur sagen, am besten mal anrufen beim Marco. Wie ist deine Rufnummer? 06571. 06571, ja, tatsächlich kenne ich die Telefonnummer hier. Die kennst du nicht? Ja. Nee, guck mal nach. Ja. Jetzt hast du die Chance, denn wenn jemand eine Anfrage hat, kann er die mal machen an die Zentrale. Jetzt ist ja so, bei euch ist viel los im Moment, oder? Ja, heutzutage merkt man sich die Telefonnummern ja auch gar nicht mehr. Du hast ja ein Handy. Genau, also es ist 06571 148 990 hier in Wittlich. 148 990 mit der Vorwahl 06571. Anfrage, richtig. Dann am besten sagen, habe ich gesehen, Volkswagen Grand California als Reimport und dann kann man demjenigen ein Angebot machen. Genau, richtig. Und den kleinen Bruder, den haben wir vermeintlich auch immer auf Lager stehen. So, wichtig ist vielleicht ein Hinweis, ihr seid kein autorisierter Volkswagen-Neuwagenhändler, sondern ihr habt die von einem anderen Händler gekauft quasi als Kaufmann. Und es soll auch nicht der Eindruck entstehen, als ob ihr irgendwie autorisierter Volkswagen-Partner seid. Ihr habt dieses praktisch Neufahrzeug weiter veräußert als Reimport, richtig? Genau, wir sind Vertragshändler für Sunlight, Detlefs, Crosscamp und Hymer Campervans. Und wie gesagt, die Kunden, die legen halt Wert drauf, beim Reisemobilist beraten zu werden, dementsprechend und die Autos zu kaufen. Ich sage noch nicht, dass ihr mal Post kriegt und ihr sagt, ihr tut so, als wäre der Volkswagen-Händler. Nee, ihr seid kein autorisierter Volkswagen-Händler, der ist aber knatschneu. Ist der selbst hergefahren oder kam der jetzt auf dem Transporter? Ne, der kommt immer auf dem Transporter. Okay, das heißt, der hat auch wenig Kilometer, selbst die Kilometer von Luxemburg sind nicht drauf, richtig? Richtig, genau. Die haben halt eben nur, wie jedes Fahrzeug auch, die normalen paar Kilometer, die sie halt irgendwo auf dem Werksgelände fahren, dann gelaufen. So, und Service gibt es bei jedem Partner. Ja, vielen, vielen Dank. Trendfahrzeuge.de, stimmt das? Richtig. Trendfahrzeuge.de, Marco Dietzen aus Wittlich. Danke für den netten Exkurs. Reimport Grand California 640, richtig? Richtig. Danke, tschüss.